Ihr Chef ist zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Mitarbeiter haben ihre Rentengelder verloren. Und in der Kasse war nicht mal genug, um die wenigen bereits verkauften Motorräder fertigzustellen. Noch vor kurzem war die Lage bei Norton wirklich dramatisch, sehr, sehr schade, sehr traurig. Die Frage war nicht, ob man das Licht am Ende des Tunnels sieht. Der Tunnel war schlicht und einfach eingestürzt. Und dann ist ein indischer Riese aufgetaucht, TVS, bereit, die Trümmer von Norton aufzusammeln und alles von Grund auf neu aufzubauen. Was ist der Plan? Was soll das hingehen? Haben die Marke nur gekauft, um TVS Motorräder mit Norton-Logo zu verkaufen? Heute erzählen wir euch, wie Indien einspringt, um ein weiteres Ikone der europäischen Motorradgeschichte zu retten. Welcome to the resurrection of Norton. Does it come with a subscription system? McDonald's does a hell lot of burgers too. Are they best in the world? I don't think so. So how is Norton going to benefit from TVS mass-producing bikes? And I assume the engine would come from TVS. Ein Unternehmen von über 100 Jahren in Birmingham gegründet, hat mit der Herstellung von Fahrradteilen angefangen, also wie viele anderen, und schon kurz danach war da das erste Motorrad. Jahrzehntelang war Norton ein Synonym für britische Ingenieurkunst, für touristische Siege, für echte Innovation. Das Federbett-Chassis, die Isolastik-Lagerung, die Wankelmotor. Norton war immer eine sehr mutige Marke. Aber die letzten Jahre unter Stuart Gardner sind eine Katastrophe gewesen. Gardner hat Norton 2008 gekauft. 2013 hat er etwas gemacht, das weit über schlechtes Management hinausgeht. Er hat Donington Hall gekauft, ein gotisches Schloss, und er ist gleichzeitig zum Firmensitz von Norton gemacht und zu seinem Familienhaus. Mehr Familienhaus als Headquarter, muss man auch sagen. Im selben Jahr hat er 3 Pensionfonds gegründet mit ca. 250 Mitarbeitern. Und zwischen 2012 und 2013 hat er 11,5 Millionen Pfund aus diesen Fonds ins Unternehmen übertragen. Das Geld ist in Kryptowährungen geflossen, wurde für Cash einfach so verwendet und als Provisionen für die Managers ausgezahlt. Im Jahr 2020 ist Norton in Verwaltung gegangen, eben auch logisch. Im März 2022 ist Gardner zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die mehr als 200 Opfer haben über ein Jahrzehnt gebraucht, um ihr Geld zurückzubekommen. Aber das Leben geht weiter. Wo die einen Probleme sehen, sehen die anderen eine Chance. Das Jahr ist 2020, mitten der Pandemie. Und in diesem Umfeld hat TVS die Übernahme von Norton für weniger als 16 Millionen Pfund bekannt gegeben. Ein Schnäppchen, eine Marke, die mehr als 100 Jahre Geschichte verkauft hat zum Schleuderpreis. Die Fragen waren offensichtlich. Was macht TVS jetzt damit? Wird die Marke nach Indien verlagert und schickt man dann uns TVS-Plattformen mit Norton-Logo? Was bleibt in England? Fangen wir dort an, wo es bei einer Insolvenz am meisten wehtut. Die Infrastruktur. TVS hat Norton nicht gekauft, um es zu zerlegen. Seit der Übernahme haben sie mehr als 200 Millionen Pfund investiert. In Modellentwicklung, in Engineering, das Händlernetz und den Standort in Solihull, südlich von Birmingham. Das war übrigens ein ehemaliges Distributionslager, das TVS gemietet hat. Die Architekten haben weniger als ein Jahr gehabt, um das Ding in eine erstklassige Fertigungsanlage mit 7.300 Quadratmeter zu verwandeln. Das Ergebnis ist eine Anlage mit eigenem Qualitätslabor, Klimawindkanal und eine Produktionslinie mit Kapazität für 8.000 Motorräder pro Jahr. Als TVS Norton übernommen hat, gab es nur eine Handvoll Mitarbeiter. Heute sind es über 300 und die Zahl wächst weiter. So hat es uns Brian Gillen, der CTO von Norton, vor wenigen Tagen in Sevilla erklärt. Oh, it's been really, really, really exciting. The interesting thing about Norton is it's
not only building a bike, it's building platforms. So we're at the same time, we're building 3 new complete platforms of vehicles. We're building a factory and we're launching a brand. So it's much more than just making a bike. Right? And it's 3 powertrain platforms, 3 vehicle platforms. Also 3 Antriebsplattformen gleichzeitig, die dritte davon noch nicht offiziell angekündigt. Um die Größenordnung der Gruppe dahinter einzuordnen, TVS stellt mehr als 6 Millionen Motorräder pro Jahr her. 15.000 Motorräder pro Tag, das sind dieselben Leute, die die 450 GS für BMW bauen und mehrmals die JD Power Qualitätspreise gewonnen haben. Sie sind also kein kleines Unternehmen, das sich einen schönen Namen gekauft haben. Aber eine Fabrik ohne das richtige Team ist nichts. Und hier hat Norton vielleicht die klügste Entscheidung getroffen. Sie haben Leute vom BMW, Bentley, Formel 1 und Triumph geholt. Brian Gillen selbst zum Beispiel, der CTO, hat über 16 Jahre bei WMV Augusta verbracht, wo er technischer Direktor und gleichzeitig Leiter des Designstudios war. Aber sie haben auch der Norton-Tradition vertraut. Simon Skinner ist 2009 der erste Norton-Mitarbeiter gewesen. Also wirklich der erste. Der war da mit einem Handy und einem Kuli, ohne Tische. Also es gab nichts. Und für die globale Designstrategie haben die Gary McGovern als Berater geholt. Der Mann, der jahrzehntelang die visuelle Sprache von Land Rover und Range Rover geprägt hat. Finding the talent, bringing the talent together, getting the talent to have a common vision, right? Because everybody comes in with their own interpretation, getting that common vision, understanding what the Nortonness is, and laying down the groundwork, getting the team to work as a team, right, was challenging, but at the same time incredibly rewarding. And it's, as you said, it's very international. Aber das Team ist nicht nur britisch. TVS hat einige seiner besten Ingenieure nach Solihull versetzt. Menschen, die mit ihren Familien umgezogen sind, um das Projekt zu unterstützen. Dazu kommen 56 Ingenieure in Bologna und ein Team auf dem TVS Campus in Hosur in Indien. And at the same time, it's a multinational because we have an engineering team in the UK with powertrain, chassis, electronics, concept, and body design, as well as an engineering team in Bologna. We have an engineering studio in Bologna with 56 engineers, as well as the engineering team in Hosur on the TVS campus because we're part of the global TVS group, working in the same electronic architecture, working in the same environment, ecosystem, and we've got a 4.5 hour difference between them. So we can work more hours in the same day because the team in India is starting 4.5 hours early, the team in the UK is finishing 4.5 hours later. So the day is longer. So we can pick up work between the 2 teams and keep things progressing faster, right? Getting those digital teams together, getting the teams working is one unit. Is incredible. The team that we have in the UK, there's some incredible talent there. The team that we have in Bologna with their premium motorcycle design and engineering skills. Bevor wir über das sprechen, was unter der Verkleidung steckt, reden wir darüber, was man sieht. Denn die Manx R fehlt auch noch, bevor man irgendetwas über sie weiß. Simon Skinner ist, wie gesagt, seit dem ersten Tag bei Norton. Er hat alle modernen Motorräder der Marke entworfen. Und bei der Manx R hat er von Anfang an eine sehr klare Vorstellung gehabt. How do you come up with that? Wow, yeah. So again, another story there. So in terms of the design itself, we are very modern, and we don't have the constraints of being a superbike that's homologated for racing. So because we don't have those constraints, we don't have those handcuffs, we can take a fresh look at that category of bike. So we're not going to race that bike, let's be honest. And so what we're doing now is something quite unique. So we talk about modernity and reductivity, and you see the bike, it doesn't even have bolts that are visible. You know, we take, let alone wings. We don't even have bolts on the bike that you can see. Das Ergebnis: saubere Flächen, kein einziger sichtbarer Schrauber, kein Spoiler, keine Ornamenten. Ein Motorrad, das Simon als reductive beschreibt, bei dem man Elemente weglässt, statt welche hinzuzufügen. Und sie haben es geschafft auch, dass das Ingenieursteam diese Vision voll mitgetragen hat. What the engineering did is they really bought into the vision and what we were trying to achieve with a design that supports the brand. And then they executed it beautifully. And it wasn't easy at all.
But you know what? Not once did they turn around and say, Simon, come on, can we put some bolts here? They just didn't. They just did it. So they're making our dreams become a reality. We create the dream in design and they make it reality. So I've got an awful lot of time for the engineering department. Auch wenn es nicht immer einfach war, Simon gibt offen zu, dass Design immer seinen Preis hat. But the thing has to work. You know, a 50-mile range doesn't get you anywhere. And I've got this thing that said design isn't free. There's a cost. And that can be money, it can be time, it can be weight, it can be performance, it can be how difficult it is to manufacture or service. There's always a cost, and you have to have this balance all the time. And I think we've got this balance just right, because there's times where I've had to have a bit of a reality check from Brian and saying, Simon, you can't have an 8-litre fuel tank. As pretty as the bike is, you know. So those are the things where we've had to, or I've had to say, yeah, okay, for the good of the product, yes, you're right. Das Silber, das sogenannte Trophy Silver, ist auch kein Zufall. Es stammt von einem Manx aus dem Jahr 1950. We talked last night, and we were talking about the TT times. Yeah. And you told me you were at the TT working on the bikes personally. One thing you did not sign of those bikes in the TT was the look, right? That was not your choice, the silver polish. Look. So the shape of the bike, yes, was down to me, but not the paint finish. No, that was the owner at the time. Yeah, and yet you went with silver again this year with for the silver, but not chrome. So the silver is very historic. So if you walk around the Motorcycle Museum in Birmingham, which is excellent, it really stands out. The colour scheme of Norton is very consistent throughout history. And the silver that you see on the bikes here, the trophy silver, was benchmarked from a 1951 Manx. Okay. So it's very authentic. Okay. So that is a brand colour. And we do lots of other colours and very vibrant and very modern, but the silver itself is very historic, and that gives us some authenticity and that consistent thread. Can I ask you, because when I saw the colors first, for me, it's you don't see them often because they are very like a pastel kind of look. Yeah. What was the decision making them? She went with silver. Do we have some desaturated greens and aqua? It's so we go right back to the beginning, which is what does the brand stand for? And this is a journey here. And if you look at the history of Norton from the very first bike in 1902 all the way through, innovation is the key. Innovation is the common thread and the DNA within Norton. But innovation today isn't rotary engines, featherbed frames, that's or isoelastic engine mounts. It's other things, it's colour, materials, design, the way we engage the customer, it's electronics, it's other. Innovation means something different now. So we took a fresh look at how we paint the bikes. And we've got some very vibrant, very modern colours. So they're quite unique in the motorcycle industry, and the quality and the depth of the fit and the finish and the colour is quite unique to Norton. There's nothing else out there. And you don't really see it in the photographs until you're up close and you can touch and see it. Die Pastelltone und Tiefenlage sind einzigartig in diesem Segment. Im Foto geht das vielleicht verloren, in Person, auf der Nähe ist das wirklich richtig schön. Und dann ist da noch das Rücklicht. Dieses Style mit einem Touch Science Fiction aus den 80ern. So one of the very senior people at TVS challenged and said, we need something very distinctive on the back of our bike, and because the bike's generally a little bit generic from the rear. And that was one of those areas of the bike that was inspiration, not perspiration. I literally sat down on a Saturday morning, sketched it, put it into CAD on a Saturday morning, and on the Monday it was on the bike, and it's never changed. And yet some other areas of the bike are, more challenging and really have to work through solutions. But that was the one area that just happened. And I agree with you, it's a little bit 80s sci-fi. But I think it gives us something really, really unique. And personally, it's probably my favourite bit of the bike. So I appreciate the challenge from the gentleman that gave it to me. Ein letzter Punkt zum Design. Die Manx R ist technisch gesehen einfacher zu designen als die Atlas. Bei einer Superbike führt die Form von selbst zu dramatischen Proportionen.
Bei einem Adventure-Bike habt ihr hohen Tank, niedrigen Sitz, viel Freiraum und muss trotzdem das gleiche visuelle Gewicht erreichen mit funktionalen Anforderungen, die nicht verhandelbar sind. Der Atlas-Kunde braucht das richtige Tankvolumen. Der Manx R-Kunde ist eher bereit, über solche Kompromisse zu sprechen. Same language design is applied also for the Atlas bikes, which will come in sometime soon-ish Yeah. this year, right? Yeah, absolutely. In a not too distant future. Yes and no. So, look, when you've got 206 horsepower or 210, the world doesn't really notice the difference. Yep. So if we lose 2 horsepower because I've gone over the top with design, we have the discussion and we go, you know what, that's okay. But with the Atlas, it's such a functionally led bike that it has to have the right size fuel tank. There's not a discussion it has to have, because that's what that customer wants and needs. The customer of the Manx R is different. So it's much more functionally led. So in that way, it's much more of a challenge. So we talk about having dramatic proportions and dramatic design that gives the bike forward movement. And that's quite natural on a super bike because of the way the shape that it is. On an adventure style bike, you've got a low seat and a tall tank and high ground clearance. So you've got this quite, not awkward shape, but this shape to deal with, these proportions to deal with. So in many ways, it's more of a challenge Than the superbike to get those basics in correct without compromising at all the functionality, because it can't be compromised, because that's what the customer needs. 206 PS und 130 Newtonmeter in einem Motorrad mit diesem Grad Sauberkeit zu packen, ist wirklich nicht einfach. Aber bevor wir über Lösungen reden, lohnt es vielleicht eine Frage zu hören, die ich an Brian gestellt habe. How is Norton profiting or benefiting from TVS budget-friendly bikes? Because as we said, they produce a lot. Now, McDonald's does a hell lot of burgers too. Are they best in the world? I don't think so. So how is Norton going to benefit from TVS mass-producing bikes to Norton producing top-end premium bikes better than BMW or Ducati? The synergies are incredible. With Norton, in terms of what we need to do from an engineering side, from a design side, the team is in place. Everybody knows what they need to do to make Norton a super premium product. At the same time, we've got TVS that has resources that are absolutely incredible. Incredible in terms of technology, the design and development technologies that they have, the facilities that they have, the test benches that they have, the laboratories that they have, and the supply base that they have. And the sheer power that when they sit down at a table with a supplier, the power that they wield to be able to get that supplier to react quickly, give us exactly what we want, is absolutely incredible. Also die Verhandlungsmacht von TVS mit 15.000 Motorrädern pro Tag ist das, was Norton ermöglicht, Marzocchi, Brembo, Bosch oder BSD in einem Motorrad eine neue Marke zu bekommen. Als Norton allein am Tisch zu sitzen, ist eben ganz anderes, als mit dem Rückhalt einer der größten Gruppen der Welt zu verhandeln. Die größte technische Herausforderung des Projekts war laut Brian eindeutig. Oh, the biggest challenge, without a doubt, with such a compact bike, with such a big displacement engine, and all of the bodywork and design so tightly packed. Yeah. The biggest issue was for sure thermal, but it was thermal to get rid of the heat, but not have the heat come out of the bike towards the rider. Okay. Right. It's exhausting that thermal energy, but exhausting in a way that it's moving away from the rider and not towards the rider. Okay. And we have just a tremendous amount of work. The engineering team, together with the design team, the work that we've done globally, and with the good fortune that we can also test in India. Yeah. And it's hot most of the year, as well as all of the virtual testing that we did in the virtual CFD programming, and in the climatic wind tunnel. So very close to the headquarters in Solihull,
We have a facility with a climactic wind tunnel that we can go up to 40 degrees in the wind tunnel, which also has a dyno inside of the wind tunnel, and do all of our testing and validation between what we're seeing in the virtual world, what we're seeing in the physical world, get the virtual world tuned to what we're seeing physically, and then just start going through iterations inside the virtual world, getting it back to the physical world, validating it. So, die 3 Öffnungen unter dem Tank sind keine Dekoration, ist wirklich kein Deko. Sie sind das Ergebnis von monatelangen Diskussionen zwischen Design- und Engineers-Team, von Interaktionen zwischen der virtuellen und der physischen Welt, bis man die Lösung gefunden hat, die keine einzige Ästhetik opfert. Fahrwerk Marzocchi semi-aktiv in Zusammenarbeit mit dem Team in Bologna. Die Bremsen Brembo High Pure, also das Beste. BSD Carbonfelgen für die Signature und First Edition Versionen. Bosch mit 6 Achsen IMU, also V4 Motor. Übrigens der erste Norton mit Euro 5 Homologation. Und was Elektronik und Trends betrifft, hat Norton seine klare Haltung. Does it come with a subscription system? So the Norton Connect app at the beginning is free to use. Free to use. Yeah. For every Norton For all owner. the functions and features that the Norton Connect app offers. And then in the future, it's a flexible platform. So we'll be constantly upgrading and bringing out more functions and features on the Connect app as we progress through the development. And does that app work also as the platform that you use to update your bike, like software-wise? Yeah, so it has software over-the-air update, And it OTA. uses the app. So the OTA then allows you to then update through the dashboard to do update features of the dashboard and other functions on the bike as well. And is any plan, like as I said, we've got a lot of feedback, let's call it like that, on KTM giving you all the specs for 1,000 kilometers and then cutting them off? No, we don't have any. That was a clear no. I like that. No, there's no functions and features that we're turning off and then making you subscribe to get back. All right. So everything that you're testing on the bikes here today are original equipment and remain original. So if I buy a Manx R, the bike that I turn your quick shifter on or off, Yeah. you don't have to pay us money after 1,000 kilometers. Aber seien wir ehrlich, alles, was ihr gerade gehört habt, klingt auf dem Papier sehr gut. Und die Wahrheit ist, Norton hat noch wichtige offene Baustellen vor sich. Die erste, die Händler. Ohne Händlernetz gibt es keine Premium-Marke. Hier gibt es eine Präzedenzfall, der erwähnenswert ist. Vor ein paar Jahren haben wir mit TVS zusammengearbeitet, als sie mit ihre eigenen Motorräder auf dem europäischen Markt einführen wollten. Aber wir haben sie bis heute nicht gesehen. Ein Händlernetz in Europa aufzubauen ist schwieriger, als es klingt. Und selbst für eine Gruppe mit den Ressourcen von TVS. Zum Zeitpunkt des Interviews war das Händlernetz noch nicht finalisiert. Das Ziel ist aber, über 200 Verkaufspunkte in UK, Europa, Indien, USA, Australien. Das globale Dealer-Meeting findet gerade in diesen Tagen statt und bald werden wir wissen, mit welchem echten Netzwerk Norton auf den Markt kommt. Die zweite Frage ist die Zuverlässigkeit. Jeder, der in der Branche seit Jahren verfolgt, weiß das. Ein neues Motorrad von einer von Grund auf neu aufgebauten Marke mit Technologie, die in Rekordzeit entwickelt worden ist, hat viel zu zeigen. Zuverlässigkeit beweist man mit Zeit und Kilometern, nicht auf eine Präsentation. Ducati hat Jahre gebraucht, um seinen Ruf als schöne, aber problematische Motorräder loszuwerden. Auch BMW hat seine schwierigen Kapitel gehabt. Sogar Honda jetzt derzeit mit den 1000 GT. Norton braucht, dass die ersten Kunden keine ersten Probleme finden, denn in der Social-Media-Ära werden solche Fehler in Stunden zum weltweiten Shitstorm. Und nach dem, was die Kunden der Garner-Ära erlebt haben, ist die Fehlertoleranz praktisch null hier. How are you going to regain the trust, or what have you changed to tell people, hey, you're safe, you can buy your bike, we will ship it properly, not like before, you will have parts, a dealer network. What was Norton doing for that? The amount of back-end infrastructure that the team has built
inside of Norton in terms of customer service, developing the dealer network, making sure that we've got the parts portal, all of the back-end software, architecture, and team in place is absolutely incredible what they've done inside of Norton. And it's about trust. People give it to you very freely once, and then you have to work very, very hard to get it back if you lose that trust. Exactly. There's it's the motorcycle industry in general. I can't think of a single brand that hasn't gone through a trust cycle other than maybe some of the Japanese. Probably, but exceptions, Right. I'd say. And to get that trust back, it's about understanding that it's a journey, making sure that we've got all the pieces in place and continuously working and improving. And of course, having such a strong group company, the back end, they understand what it means to be able to supply parts, to be able to supply service, to take care of the customer. They're a company that has won JD Power more than once. Yeah. They know what it means to build to quality, and quality doesn't stop with just building the bike. Quality means quality of service to the customer and putting the customer at the center of everything. Mit all dem auf den Tisch, was ist der langfristige Plan? Diesen Sommer beginnt Norton mit den Auslieferungen in Europa, UK, Indien, USA, Australien und Japan gleichzeitig mit den jeweiligen Homologationen bereits in der Tasche. Das Produktionsziel rund 8000 Einheiten pro Jahr verteilt auf Manx R, Manx, Atlas und Atlas GT. Simons Roadmap reicht bis 2030. Er erweitert bereits seine Motorräder für 27, 28, 29. Die Investition von TVS kauft nicht 4 Motorräder, klar. Sie kauft eine langfristige Plattform und ein breites Modellangebot. And people are saying, "Oh, have you waited 5 years for this?" No, I've waited 17 years for this because it feels like at last that Norton's got the product and the ownership and the technology that it's always deserved, and it's back where it should be. It's not a sleeping giant anymore. It's going to become a real giant. Also, ja, Norton ist zurück, nicht mit Nostalgie, sondern mit Ingenieurskunst, mit einem erstklassigen Team, mit einer umgebauten Fabrik in Birmingham und mit dem Support eines der größten Motorradhersteller der Welt. Was TVS in 5 Jahren aufgebaut hat, das Team, die Plattformen, die Infrastruktur, ist nichts, was man auf dem Nix improvisieren kann. Und die Wahrheit ist, nach dem Desaster, was sie vorgefunden haben, kann man sich hier einfach nur freuen, glaube ich. Aber die wirklich wichtigen Fragen sind noch auf. Wird das Händlernetz funktionieren? Halten die ersten Einheiten problemlos durch? Rechtfertigt die Manx R ihren Basispreis von 23.000 € gegenüber einer Konkurrenz mit mehr Erfahrung? Einige dieser Antworten hat mein Kollege Martin Bauer. Er hat sie sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke testen können. Und morgen, wenn das Embargo fällt, habt ihr seine vollständige Analyse mit allem, was ihr wissen müsst, bevor ihr entscheidet, ob dieses Norton eure Aufmerksamkeit verdient oder nicht. Oder der Test ist schon vielleicht online. In dem Fall findet ihr den Link in der Beschreibung. Ich hoffe. Ja, wie auch immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adios, auf Wiedersehen.